Stellen Sie sich vor, Sie gehen wie immer schlafen. Alles ist ruhig. Nichts tut weh. Der Abend war friedlich. Ein leichtes Abendessen, ein wenig Fernsehen, die gewohnte Routine vor dem Schlafengehen. Sie legen sich hin, ohne zu ahnen, dass eine Kleinigkeit, etwas, das Sie nur wenige Stunden zuvor getan haben, Ihre Gesundheit beeinflussen könnte. Oder vielleicht sogar darüber entscheidet, ob Sie am nächsten Morgen überhaupt aufwachen. Genau das ist einem älteren Mann passiert. 71 Jahre alt. Keine ernsthaften Krankheiten. Am Tag zuvor war er noch spazieren, fühlte sich ganz normal. Doch am nächsten Morgen wachte er nicht mehr auf. Einfach so. Für seine Familie war es ein Schock. Alles war doch wie immer. Aber genau darin liegt die Gefahr, in diesem wie immer. Nach dem 70. Lebensjahr wird unser Körper empfindlicher. Dinge, die früher harmlos erschienen, können plötzlich gefährlich werden. Und das Problem ist, die meisten dieser Dinge tun wir automatisch, jeden Tag, ohne es zu merken. Bis plötzlich etwas passiert, das wir unerwartet nennen. Ich will Ihnen in diesem Video keine Angst machen. Ich möchte Ihnen helfen, Dinge zu erkennen, die man ändern kann. Ohne Stress, ohne Medikamente, nur mit ein wenig Aufmerksamkeit und Fürsorge für sich selbst, damit Sie länger, ruhiger und gesünder leben. In diesem Video schauen wir uns 4 Abendgewohnheiten an, die nach dem 70. Lebensjahr Ihre Gesundheit ernsthaft gefährden können. Und wir sprechen darüber, was Sie stattdessen tun können, damit Ihr Körper nachts nicht kämpft, sondern sich wirklich erholt. Spätes Abendessen, die stille Belastung für Ihren Körper. Erinnern Sie sich, wie wir als Kinder geschlafen haben? Man schlief ein und versank in tiefen, festen Schlaf. Am Morgen war man wach, voller Energie, mit klarem Kopf. Und heute? Wir schlafen ein und wachen mitten in der Nacht auf. Mit Schwere im Körper, mit Unruhe, manchmal mit Druck in der Brust oder Schwäche in den Beinen. Viele suchen die Ursache im Alter, in Medikamenten oder im Stress. Aber einer der unscheinbarsten und häufigsten Auslöser ist, was wir abends essen und wann. Warum ist das so wichtig? Nach dem 70. Lebensjahr verändert sich unser Körper deutlich. Der Magen braucht mehr Zeit, um zu verdauen. Die Leber arbeitet langsamer, die Darmtätigkeit nimmt ab. Und das Herz? Es muss sich mehr anstrengen, besonders wenn das Blut nach einer üppigen Mahlzeit dicker wird. Stellen Sie sich Folgendes vor: Ein ganz normales Abendessen. Ein Stück Fleisch mit Beilage, etwas Brot, ein kleiner Nachtisch. Nichts Außergewöhnliches. Dann, eine halbe Stunde später, geht's ins Bett. Und was macht der Körper? Statt zur Ruhe zu kommen, schaltet er auf Volllast. Der Magen produziert Säure, die Enzyme arbeiten, der Darm ist aktiv, die Leber beginnt mit dem Fettstoffwechsel und das Blut wird aus dem Gehirn abgezogen, um bei der Verdauung zu helfen. Sie liegen, aber der Körper arbeitet und das Gehirn kann nicht in den tiefen Schlafmodus schalten. Der Schlaf bleibt oberflächlich. Sie wachen mehrfach auf. Und in genau solchen Nächten kann es zu Blutdruckspitzen, Herzrhythmusstörungen oder sogar einem stillen Herzinfarkt kommen. Das ist keine Panikmache. Das ist Biologie. Was sagen Ärzte und Studien? Kardiologen berichten immer wieder, viele ältere Patienten, die nachts mit Herzproblemen eingeliefert werden, hatten abends eine große späte Mahlzeit. Besonders gefährlich ist die Kombination spätes Essen plus Alkohol plus Zucker. Das führt zu einem inneren Sturm. Druck, Blutzucker, Fette, alles schießt hoch. Und dann ist da noch Reflux, wenn Magensäure in die Speiseröhre zurückfließt. Das passiert oft im Liegen. Die Folge? Brennen, Husten, manchmal sogar Atemnot im Schlaf. Langfristig kann das zu Entzündungen in den Atemwegen führen. Ein stilles Risiko. Und auch der Blutzuckerspiegel spielt eine Rolle. Gerade bei Weißbrot, Pasta, Süßem steigt der Zucker stark und fällt dann plötzlich ab. Das kann nachts zu Schwitzen, Unruhe, Herzrasen oder sogar Panikgefühlen führen. Was können Sie tun? Die Lösung ist einfach, aber braucht Gewohnheit. Essen Sie 3 bis 4 Stunden vor dem Schlafengehen. Das gibt dem Körper genug Zeit, um zu verdauen, bevor Sie liegen. Wenn Sie abends noch Hunger haben, greifen Sie zu nachtfreundlichen Lebensmitteln. Eine Banane, ein kleines Glas warme Milch, ein bisschen gedämpftes Gemüse, ein Kräutertee, Zornbee, Kamille oder Melisse. Diese helfen sogar beim Einschlafen durch Wärme, Magnesium und Aminosäuren.
Vermeiden Sie Alkohol und Koffein ab dem späten Nachmittag. Auch ein einzelnes Glas Wein kann den Herzrhythmus stören, besonders nachts. Achten Sie auf versteckte Kalorien. Ein paar Nüsse, ein Keks, ein Fruchtjoghurt klingen harmlos. Aber für den Körper ist es ein klares Signal. Es geht weiter. Machen Sie den letzten Snack des Tages bewusst und zeitlich begrenzt. Fazit: Ein spätes Abendessen scheint harmlos, aber im Körper löst es eine Kette von Prozessen aus, die Schlaf stören, Regeneration verhindern und langfristig Ihre Gesundheit belasten. Geben Sie Ihrem Körper nachts Ruhe statt Arbeit und er wird es Ihnen danken. Mit besserem Schlaf, mit einem klaren Kopf, mit einem ruhigeren Herzschlag. Zu viel Flüssigkeit vor dem Schlafengehen, das unterschätzte Risiko. Trinken ist gesund. Wasser hält uns frisch, schützt die Nieren, unterstützt den Kreislauf. Und ja, tagsüber ist das absolut richtig. Aber am Abend, besonders nach dem 70. Lebensjahr, kann zu viel Flüssigkeit zu einem echten Problem werden. Still, unbemerkt, aber mit Folgen. Was genau passiert? Stellen Sie sich vor, es ist Nacht. Sie schlafen, doch plötzlich wachen Sie auf. Die Blase drückt. Sie stehen auf, im Dunkeln, unsicher. Ein Schritt und plötzlich dreht sich alles. Das ist kein Zufall. Das ist ein bekanntes Phänomen. Orthostatische Hypotonie. Ein plötzlicher Blutdruckabfall beim Aufstehen. Besonders im Alter kann das Schwindel, Taumeln oder sogar einen Sturz verursachen. Und genau solche Stürze, mitten in der Nacht auf dem Weg zur Toilette, sind eine der häufigsten Unfallursachen im höheren Alter. Aber es geht nicht nur um die Gefahr zu stürzen. Jedes nächtliche Aufwachen unterbricht den natürlichen Schlafrhythmus. Der Körper wird aus dem Tiefschlaf gerissen. Melatonin, das Schlafhormon, sinkt. Stresshormone steigen. Das Gehirn verliert die Orientierung. Ist es schon morgen? Sie schlafen vielleicht wieder ein, aber der Erholungseffekt ist verloren. Wenn das regelmäßig passiert, sammelt sich eine stille Erschöpfung an. Müdigkeit am Morgen, Konzentrationsprobleme, Bluthochdruck, geschwächtes Immunsystem und langfristig erhöhtes Risiko für Demenz. Und oft liegt der Ursprung in einem scheinbar harmlosen Glas Wasser vor dem Schlafengehen. Aber ist Wasser nicht lebenswichtig? Natürlich, aber es kommt nicht nur auf die Menge, sondern auf den Zeitpunkt an. Wenn Sie den Großteil Ihrer Flüssigkeit vormittags und nachmittags zu sich nehmen, hat der Körper genug Zeit, alles zu verarbeiten. Doch wenn Sie spät abends noch viel trinken, Wasser, Tee, Saft, dann signalisiert das dem Körper, bereit machen zum Aufwachen. Besonders problematisch: koffeinhaltige Getränke, harntreibende Tees und bestimmte Medikamente, die die Urinmenge zusätzlich steigern. Was können Sie ändern? Trinken Sie die Hauptmenge bis spätestens 17 oder 18 Uhr. Am Abend nur kleine Schlucke, kein volles Glas. Achten Sie auf versteckte Flüssigkeit. Suppen, wasserreiche Früchte, flüssige Medikamente, sie alle tragen zur Gesamtmenge bei. Vermeiden Sie Alkohol und koffeinhaltige Getränke am Abend. Sie fördern die Urinausscheidung und stören zusätzlich die Schlafqualität. Hinterfragen Sie abendliches Trinken als Routine. Oft trinken wir nicht aus Durst, sondern aus Gewohnheit. Tauschen Sie das Glas Wasser gegen andere Rituale aus. Eine warme Kompresse auf dem Gesicht, ruhige Musik, eine entspannende Atemübung. Fazit: Nachts braucht der Körper Stille, keine Aktivität, keine Verdauung, keine Überforderung und auch keine vollen Blasen. Wenn Sie Ihrer Blase Ruhe geben, geben Sie auch Ihrem Herzen, Ihrem Gehirn und Ihrem gesamten Nervensystem die Regeneration, die es nachts braucht. Ein guter Schlaf beginnt nicht im Bett, sondern schon Stunden davor, mit dem, was wir trinken und wann wir es tun. Zu warmes Schlafzimmer, wenn Hitze zum nächtlichen Risiko wird. Ein warmes Schlafzimmer, dicke Decken, weiche Kissen, Gemütlichkeit. Klingt nach perfekter Schlafumgebung, oder? Aber nach dem 70. Lebensjahr gilt: Was früher angenehm war, kann heute zur Belastung werden. Viele Menschen schlafen bei zu hohen Temperaturen, aus Gewohnheit oder weil sie meinen, sonst zu frieren. Doch die Folgen merkt man nicht sofort, sondern am nächsten Morgen. Müdigkeit, Kopfschmerzen, Nervosität.
und ein Gefühl, als hätte man überhaupt nicht geschlafen. Was passiert im Körper, wenn es im Schlafzimmer zu warm ist? Mit dem Alter verliert der Körper die Fähigkeit, Wärme effizient abzugeben. Die Schweißdrüsen arbeiten schwächer. Die Blutgefäße reagieren langsamer. Die Temperaturregulierung ist gestört. Und dann passiert Folgendes. Die Körpertemperatur steigt, das Herz schlägt schneller, das Blut wird dicker. Und plötzlich ist Schlaf kein Erholen mehr, sondern ein innerer Kampf gegen Überhitzung. Gerade bei Menschen mit Bluthochdruck, Herzproblemen oder Diabetes ist das besonders gefährlich. Stellen Sie sich vor, ein Mann, 74 Jahre alt. Er schläft seit Jahren bei 24 Grad, mit geschlossenen Fenstern und schwerem Federbett. Er denkt, so schlafe ich besser. Doch Nacht für Nacht wacht er auf, verschwitzt, unruhig, kurzatmig. Und morgens fühlt er sich erschöpft. Was er nicht merkt, sein Körper kommt nachts nie zur Ruhe. Das Herz arbeitet weiter. Der Kreislauf kämpft. Der Schlaf bleibt oberflächlich. Und echte Erholung? Fehlanzeige. Was sagt die Forschung? Studien zeigen, ältere Menschen, die bei mehr als 23 Grad Celsius schlafen, haben häufiger mit Schlafstörungen, Konzentrationsproblemen, hohem Blutdruck und verminderter geistiger Leistungsfähigkeit zu kämpfen. Warum? Weil die nächtliche Kühlung des Körpers entscheidend ist für guten tiefen Schlaf. Was können Sie konkret tun? Halten Sie die Raumtemperatur bei 16 bis 20 Grad. Das ist laut Experten der optimale Bereich. Verwenden Sie leichte, atmungsaktive Bettdecken, Baumwolle, Leinen oder Bambus. Vermeiden Sie synthetische Stoffe, sie speichern Wärme und Feuchtigkeit. Lüften Sie vor dem Schlafengehen, auch im Winter. 10 Minuten reichen oft. Schlafen Sie in lockerer Kleidung oder, wenn Sie möchten, auch ganz ohne. Hauptsache, der Körper kann atmen. Sorgen Sie für Luftzirkulation. Ein kleiner Ventilator oder ein Luftreiniger mit Umluftfunktion kann Wunder wirken. Wichtig ist, die Luft muss sich bewegen. Warum das so wichtig ist? Während Sie schlafen, sollte der Körper leicht auskühlen. Das ist ein natürlicher biologischer Prozess. Er beruhigt den Puls, senkt den Blutdruck, unterstützt die Tiefschlafphasen und hilft dem Gehirn, sich zu erholen. Wenn Sie dem Körper das verwehren, verwehren Sie ihm die nächtliche Erneuerung. Fazit: Wärme ist nicht gleich Geborgenheit. Manchmal ist sie ein leiser Stressfaktor. Echter Komfort ist kein Hitzestau, sondern ein Raum, in dem der Körper zur Ruhe kommen darf. Wenn Sie nachts Kühle zulassen, danken es Ihnen Herz, Kreislauf und Verstand. Am Morgen kein Druck im Kopf, kein Herzrasen, sondern ein klares, ruhiges Erwachen. Schlafposition. Die stille Entscheidung, die alles beeinflusst. Wie schlafen Sie? Auf dem Rücken? Auf der Seite? Zusammengekrümmt oder ausgestreckt? Die meisten Menschen denken nicht darüber nach. Hauptsache bequem, sagen sie. Aber nach dem 70. Lebensjahr ist bequem nicht immer gleichbedeutend mit gesund. Die Position, in der Sie jede Nacht schlafen, kann direkten Einfluss haben auf Ihre Atmung, Ihre Herzfunktion, Ihre Durchblutung, Ihre Regeneration. Beginnen wir mit der Rückenlage. Für viele die neutrale Schlafposition. Doch gerade im Alter ist sie oft die problematischste. Warum? Wenn Sie auf dem Rücken liegen, sinken Zunge und weiches Gewebe im Rachen nach hinten, durch die Schwerkraft. Das kann die Atemwege verengen. Es entsteht Schnarchen, unruhiger Schlaf oder sogar Schlafapnoe, eine ernsthafte Störung, bei der die Atmung im Schlaf immer wieder kurz aussetzt. Das kann mehrmals pro Stunde passieren, ohne dass Sie es merken. Aber jedes Mal wird das Gehirn gestört. Der Körper wacht kurz auf, um wieder zu atmen. Der Schlaf wird zerstückelt, das Herz überlastet, der Blutdruck steigt und am Morgen fühlen Sie sich, als hätten Sie kaum geschlafen. Ein Beispiel: Robert, 76 Jahre. Er schläft seit Jahrzehnten auf dem Rücken. In letzter Zeit wacht er oft erschöpft auf. Kopfschmerzen, Konzentrationsprobleme, Gereiztheit. Seine Frau bemerkt, manchmal hält er nachts kurz die Luft an und schnappt dann plötzlich hörbar nach Atem. Später stellt sich heraus, er leidet an nicht diagnostizierter Schlafapnoe, verstärkt durch seine Schlafposition. Die Lösung war einfach: ein Wechsel der Lage. Nach wenigen Nächten auf der Seite begann Robert endlich wieder erholt aufzuwachen.
Doch auch die rechte Seitenlage kann problematisch sein, besonders für Menschen mit Herzschwäche. Warum? In dieser Position liegt das Herz zwischen dem Brustkorb und dem Bett. Es wird leicht eingeengt. Die Blutzirkulation wird erschwert. Und bei bestehenden Herzerkrankungen kann das zu Druckgefühl, Flüssigkeitsstau, Atemnot oder unruhigem Schlaf führen. Was ist die beste Position nach 70? Die linke Seitenlage. Diese Position hat mehrere Vorteile. Das Herz wird entlastet. Der Blutfluss läuft freier. Das Herz arbeitet ruhiger. Die Verdauung verbessert sich. Der Magen liegt unten. Die Nahrung fließt natürlicher. Weniger Reflux. Magensäure bleibt im Magen. Das reduziert nächtliches Brennen. Bessere Lymphzirkulation. Weniger Schwellungen, vor allem in den Beinen. Wie kann man sich daran gewöhnen? Platzieren Sie ein großes Kissen im Rücken, damit Sie nicht auf den Rücken zurückrollen. Legen Sie ein kleines Kissen zwischen die Knie, das entlastet die Hüfte und die Wirbelsäule. Nutzen Sie eine mittelhohe Kopfstütze, damit der Nacken in natürlicher Linie bleibt. Und wenn Sie nachts doch mal anders liegen, machen Sie sich keinen Druck. Richten Sie sich jeden Abend bewusst wieder auf die linke Seite aus. Die Gewohnheit kommt mit der Zeit, aber der Unterschied ist spürbar und wertvoll. Fazit: Die Schlafposition ist nicht nur eine Frage der Bequemlichkeit, sie ist eine Entscheidung für oder gegen Ihre Gesundheit. Die richtige Lage beruhigt das Herz, erleichtert die Atmung, schützt das Gehirn und schenkt dem Körper echte Erholung. Ein klarer Kopf, ein ruhiger Puls, ein Körper, der nachts endlich schlafen darf. Und manchmal braucht es nur eine kleine Änderung, um jeden neuen Tag ganz anders zu beginnen. Kleine Entscheidungen, große Wirkung. Wir haben heute über 4 Abendgewohnheiten gesprochen, die vielen Menschen harmlos erscheinen. Doch gerade nach dem 70. Lebensjahr können sie einen spürbaren Einfluss auf ihre Gesundheit haben. Ein spätes Abendessen, zu viel Trinken vor dem Schlafengehen, ein überhitztes Schlafzimmer und eine ungünstige Schlafposition. Jede einzelne davon wirkt leise, unsichtbar, aber im Zusammenspiel können sie den Schlaf stören, das Herz belasten, die Erholung behindern und auf Dauer krank machen. Die gute Nachricht: Sie können etwas verändern, und zwar sanft, ohne Medikamente, ohne Stress. Ein kleiner Schritt genügt: das Abendessen etwas früher, ein Glas Wasser weniger, ein offenes Fenster vor dem Schlafengehen oder das bewusste Drehen auf die linke Seite. Das ist kein Verzicht. Es ist ein Zeichen von Fürsorge, für sich selbst, für das eigene Leben, für das, was Ihnen noch bevorsteht. Vielleicht haben Sie sich in diesem Video wiedererkannt. Vielleicht denken Sie gerade: Stimmt, das mache ich auch. Und vielleicht ist genau jetzt der richtige Moment, etwas Kleines zu verändern. Denn genau darin liegt wahre Stärke. Nicht im Kämpfen, sondern im Verstehen, im Beobachten und im ruhigen Umstellen, Stück für Stück. Danke, dass Sie sich dieses Video bis zum Ende angesehen haben. Wenn es Ihnen geholfen hat, neue Perspektiven zu gewinnen, zum Nachdenken angeregt hat oder einfach innerlich berührt hat, teilen Sie es gern mit einem Menschen, der Ihnen am Herzen liegt. Und wenn Sie mehr Inhalte wie diese sehen möchten, hinterlassen Sie ein Gefällt mir, einen Kommentar und abonnieren Sie den Kanal. Ihre Unterstützung hilft uns, zu wachsen und Videos zu gestalten, die wirklich etwas bewirken. Schreiben Sie in die Kommentare, welcher Gedanke aus diesem Video war für Sie besonders bedeutend? Sie haben noch Zeit. Zeit, um zu wachsen. Zeit, um sich zu verbinden. Zeit, um bewusst, klar und würdevoll zu leben.